consultant for political services. Maybe you've addressed the German situation, and maybe you're aware that there is currently a debate going on in German Parliament about a selection of life in vitro fertilization, which is called PID in Germany, and we also know that Germany has a very sinister past in that there was a time when there were people judging life worth living and life not worth living. Maybe you want to give a comment on this? Sure. Did you want to say that in German? Ja, mein Name ist Uwe Altschner, ich bin Autor und auch gleichzeitig politischer Berater. Und ich habe darauf hingewiesen, dass wir gerade in Deutschland die PED-Debatte haben, wo über die Frage von Wert und Unwert im Leben noch einmal gesprochen wird und nachgedacht wird und entschieden werden muss. Wir haben auch in Deutschland diesbezüglich eine sehr dunkle Vergangenheit und ich habe Nick gebeten, dazu einmal zu kommentieren. I just want to tell everybody that I believe in life, you know, we do have these big issues to overcome and really think through it properly. Also zunächst mal, ich glaube an das Leben und es gibt solche Themen, wie das angesprochene, über die man ganz gezielt sprechen sollte. My doctors did not know that I was going to be born this way at all. Und seine Doktoren, beziehungsweise die Doktoren seiner Eltern wussten nicht, dass er auf diese Art und Weise zur Welt kommen würde. And my parents always told me, Nick, if we did know that you're going to be born this way, we would not have aborted you because we believe that God creates everybody. Und seine Eltern haben immer wieder beteuert, Nick, auch wenn wir gewusst hätten, dass du mit dieser Behinderung zur Welt kommst, wir hätten nicht abgetrieben, denn wir glauben, dass Gott jeden Mensch auf eine gewisse Art und Weise plant. And it's not that he's punishing me, but he has turned something bad into something good. Und er dachte zuerst, Gott würde ihn bestrafen, aber im Gegenteil, er hat etwas Schlechtes in etwas Gutes verwandelt. The doctors didn't know if I could walk or not. Die Doktoren wussten nicht, ob er gehen könnte oder nicht. And so, you know, I can't speak for every single situation, but I can at least share, you know, that I definitely did surprise the doctors as to what I could do today. So, wie gesagt, er kann nicht für alle Probleme sprechen, aber er hat definitiv die Doktoren damit überrascht mit dem, was er tun kann heute. And so I just want everybody to know that I don't believe there are any mistakes, and I believe all the creation is valuable, even people with mentally handicapped children. You know, don't give up on them, and know that that's the greatest way to actually show unconditional love, is to serve someone out of love, not getting anything back. And in fact, parents who are looking after mentally handicapped kids were inspiring my parents to do the best with me. Also der glaubt, dass kein Mensch mit Behinderung, auch wenn es eine geistige oder schwere geistige Behinderung ist, weniger wertvoll ist. Alle Menschen, alle geschaffenen Kreaturen haben ihre Existenzberechtigung. At the same time, with immigration into public schools and all that, I encourage that. But it's not just, you know, making policies, and it's not simply just making businesses employ people with disabilities, but it's how do you inspire the people in the wheelchairs to want to be a productive member of society as well. Deshalb, er setzt sich sehr stark für Integration ein und er plädiert dafür, dass Firmen Menschen mit Behinderung einstellen. What was your last sentence? And then it's trying to inspire those people in wheelchairs themselves to want to become a productive member of society. Und er möchte Menschen mit Behinderung, zum Beispiel Menschen auf dem Rollstuhl, inspirieren, es zu wollen, ein produktiver Teil der Gesellschaft zu sein. So I hope that all people would be inspired by the book. Und er hofft dadurch, dass alle Menschen durch sein Buch inspiriert sein werden. Weitere Fragen? My name is Catherine Heinrich. Ich hätte die Frage, und zwar, wie schaffst du es, mit dieser Behinderung andere, in Anführungsstrichen normale Menschen zu motivieren? Woher nimmst du die Kraft? Her question is how you achieve it to inspire normal people with your limitations. How do I inspire them? Yeah, how you achieve it, how you can do it, you know, the way. It's not really about the outside as much as the inside. I may have no arms, no legs, but there are many people who
have come across the fear of being alone, and I think a lot of us put our own limitations on our lives. Es geht weniger darum, was man außen hat, wie man außen aussieht, sondern mehr darum, was man in sich hat. Und es gibt viele Menschen, die für sich normal sind, aber trotzdem sehr alleine sind. I think a big thing is about attitude and perspective as to how you look at things. So, you know, knowing that I can either be complaining in a corner or I can see what I do have and do the best. And I think that's a principle that's for everybody in life. Es geht um die Einstellung und in seinem Falle geht es darum zu sehen, was er nun hat, sich nicht darüber zu beschweren, sondern mit dem, was er hat, einfach das Beste daraus zu machen. I've seen many people with arms and legs but disabled on the inside. Er hat viele Menschen mit Armen und Beinen gesehen, aber die irgendwie innerlich behindert waren. And so when I talk to people who are able-bodied, I don't really just talk about the physical disability that I have and the struggles with that. It's more of the emotional and mental side of things, that the things that you have to overcome as a human being on the inside, and I think everybody can relate to that. So, wenn er mit Menschen spricht, ob sie jetzt nun behindert sind oder nicht, er versucht immer an das Innere zu appellieren. Es geht einfach um die inneren Werte, es geht ich sag's mal so, den inneren Schweinehund zu überwältigen. I believe it's worse being in a broken home than having no arms, no legs, or I also, you know, believe that it's worse, you know, losing a loved one than having no limbs. So we all go through things and different seasons in life, and I just hope that people would take the principles and attitudes that I have in my life to better theirs. Er denkt, es ist schlimmer, aus schweren familiären Umständen zu stammen, als keine Beine und keine Arme zu haben. Es ist schlimmer, vielleicht eine geliebte Person zu verlieren, als keine Arme und keine Beine zu haben. Jeder hat gewisse Phasen im Leben. Und last sentence, sorry. I don't remember. You talk about seasons. Yeah. Seasons, and then using the principles and attitudes in life to better their life. Also jeder hat seine schlechten und positiven Phasen im Leben und er sollte einfach diese Phasen nutzen, um sein eigenes Leben zu verbessern. Yeah. Thank you. There was one that I mentioned in the question, where does your power come from? From where do you... Apart from just a positive perspective in life, I had loving family. My mum and dad was always there for me, and I felt like I could always come home to a home of love, but that wasn't enough for me. Also die Frage war, woher er seine Kraft bezieht. Er sagt, ein wichtiger Bestandteil ist seine Familie, die immer mit sehr viel Liebe für ihn da war und die ihm das Gefühl gab, dass er nach Hause kommen könnte. Das war aber noch nicht genug. My mum and dad, you know, they didn't know why I was born this way. They didn't know how I felt. They didn't know my future. So when they said everything's going to be okay, I couldn't believe them. Seine Eltern wussten nicht, dass er so auf die Welt kommen würde. Sie wussten nicht, wie er sich fühlt. Sie wussten nicht, wie seine Zukunft aussehen würde. Und daher konnte er ihnen nicht glauben, als sie zu ihm sagten, alles wird gut, alles wird okay. And they had a faith in God, yet I didn't want to have a faith in God because I didn't understand why would He let this happen to me. Und sie glaubten an Gott, er glaubte nicht an Gott, da er nicht verstand, wie Gott es nur zulassen könnte, dass ein Mensch so zur Welt kommen kann. So if not God, then what else do we have? Also wenn nicht Gott, was haben wir dann sonst? Money, Geld, drugs, Drogen, sex, Sex, alcohol, Alkohol, pornography, Pornografie, fame, Bekanntschaft, position. sozialer Status. If you put your happiness in these things, your happiness is not going to be complete. Also wenn ihr eure Freude nur auf diese Dinge projiziert, dann wird euer Leben nicht erfüllt sein. But I wanted to know the truth of three things. Aber er will jetzt, dass ihr die Wahrheit dreier Dinge erkennt. The truth of my value, Die Wahrheit seiner Einstellungen, the seiner truth of my Wertschätzung, purpose, die Wahrheit seines Vorhabens and the truth of my destiny. und die Wahrheit seiner Bestimmung. And so I didn't know many answers for my life until age 15. Und er wusste kaum Antworten über sein Leben, bis er 15 Jahre alt war. I was suicidal at age 10. Er hatte versucht, sich mit 10 Jahren das Leben zu nehmen Started to be thankful at age 13 for what I did have. und startete mit 13 Jahren froh darüber zu sein, was er hat. But growing up in a Christian home, I read in the Bible about a man who was born with a disability and no one knew why he was born that way. Und er las in der Bibel von einem Mann, der mit einer Behinderung zur Welt kam und nicht wusste, warum er auf diese Art geboren wurde. And Jesus said it was done so that the works of God can be shown through him. Und er sagte, in der Bibel stand, er kam so zur Welt, damit durch
ihm das Werk Gottes gezeigt werden kann. And I thought, if God has a plan for a blind man, then God has a plan for me. And even though I don't know what the plan is, it doesn't mean that He's forgotten me. Und er dachte, wenn Gott einen Plan für einen blinden Mann hatte, dann hat er wahrscheinlich auch einen Plan für ihn. Und nur weil er den Plan noch nicht kannte, heißt das noch lange nicht, dass Gott ihn vergessen hat. So my faith in God is the big source of strength that I have. Und daher ist sein Glaube an Gott die große Quelle seiner Kraft. Now I'm not alone. Er ist nicht allein. It's not in my strength that I get from day to day. Er schafft es nicht alleine, sich durch den Tag zu kämpfen, But with prayer aber mit Gebet and to be reminded of who He is and that He's always with me, that's the greatest security. aber der Gedanke, dass Gott immer mit ihm ist, ist seine größte, die Quelle seiner Selbstsicherheit.